Moment mal, Teil 2? Und du hast Teil 1 noch gar nicht gesehen? Nö. Dann weißt du, was jetzt zu tun ist. An alle anderen, herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Kitesurf-Story aus Cape Town. Ja, und wie ich im ersten Teil schon erwähnt habe, kam dann der Moment, wo ich endlich mal das Waist Harness ausprobiert habe. Ja, das Waist Harness ist, wie der Name schon sagt, eigentlich nur um die Hüfte herum. Ja, und das Problem ist halt, wenn man nicht richtig fährt, dann wird es zu einem Chest Harness. Ja, das rutscht dann halt einfach nach oben bis zur Brust und ja. Aber wenn man richtig fährt, dann sollte es eigentlich immer in Position bleiben. Das Waist Harness fühlt sich halt einfach auch viel gemütlicher an, da es diese komischen Schlaufen um die Beine nicht hat und man sich dadurch einfach viel freier fühlt und sich besser bewegen kann. Zum Teil habe ich aber wirklich das Gefühl gehabt, dass mich das Meer hasst. Ich meine, einfach so aus dem Nix von der Seite eine Welle, also da kann mir keiner sagen, dass das nicht extra war. Ich habe auch dieses Mal einen anderen Kite und ein anderes Board bekommen, welches optisch richtig nice aussieht und auch zum Fahren einfach sowas von geil war. Nur war das Problem von dem Board halt ein bisschen, dass es anscheinend extrem gerne alleine surfen geht, denn als ich es verloren habe, hat es einfach eine Welle genommen und ist bis zum Strand gesurft. Und ich war dann so im Wasser und habe mich gefragt, wo mein Board ist. Mein Kite-Instruktor meinte dann, er hatte das noch nie gesehen, dass ein Board alleine so gut surfen kann. Ich glaube, das Board hatte auch keinen Bock mehr auf mich an dieser Stelle. Aber ja, ich war aber auch anscheinend nicht der Einzige, der sein Board verloren hat. Natürlich habe ich auch in dieser Session die eine oder andere Welle abgekriegt und ein bisschen Wasser geschluckt, aber es ging auf jeden Fall schon mal besser als das letzte Mal. Ich glaube, die Wellen waren auch ein bisschen kleiner an dem Tag. Ja, komischerweise haben die Toe-Side Transitions aber wieder mal nicht geklappt. Toe-Side fahren ist übrigens einfach das hier. Also man dreht einfach das Board und fährt dann so ein bisschen verdreht weiter. Und die Transition wäre dann einfach, wenn man die Kurve noch macht und dann wieder in die andere Richtung fährt. Aber ja, was soll's. Nach ein paar weiteren Lektionen mit Instruktor war ich dann bereit für meine erste Session alleine. Da ich aber trotzdem ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte, hat sich Nadine bereit erklärt, am Strand zu chillen und zu gucken, einfach damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Danke auf jeden Fall, das war echt mega nett. In dieser Session habe ich mich auf jeden Fall schon richtig wohl gefühlt mit dem Waist Harness. Ja, und ich habe sogar hingekriegt, ein paar kontrollierte Sprünge zu machen mit den Wellen und dann weiterzufahren, ohne literweise Meerwasser zu schlucken. Ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Vor allem hatte ich praktisch das Meer für mich alleine, da es halt nicht ganz so viel Wind hatte und die meisten, die dort waren, das sind halt voll die Profis und die fahren nur bei richtig starkem Wind. Ja, umso besser für mich. Also mit den Wellen kam ich in dieser Session schon ziemlich gut klar, aber wie sieht es mit den Toe-Side Transitions aus? Okay, nochmal. Ja, nach ein paar Fails habe ich dann den Dreh rausgekriegt. Hier ist mal so ein Beispiel von einer richtig guten Toe-Side Transition. Ja, das Problem war dann aber, wenn halt nach der Toe-Side Transition direkt eine Welle kommt, die man nicht erwartet und einem einfach das Board weghaut. Ja, an dem Tag gab es auch ein paar größere Wellen, bei denen ich einfach mein Schicksal akzeptieren musste, dass ich jetzt einfach eine Welle abbekomme. Ja, aber alles halb so wild. Das Schöne an den großen Wellen ist halt, dass es am Strand dann zwischen den Wellen richtig flaches Wasser gibt. Ich hatte nur ein bisschen das Gefühl, dass an dem Tag das Wasser ein bisschen kälter war, denn als ich rauskam, habe ich meine Füße nicht mehr gespürt. Also die waren so ein bisschen taub von der Kälte. Ja, danke nochmal an Nadine, dass sie mir geholfen hat. War echt richtig nett. Ja, und dann kam irgendwann mal der Tag meiner letzten Session in Cape Town. Die war aber auch die beste Session, die ich jemals hatte, denn ich bin davor noch nie im Sonnenuntergang gefahren. Ich habe also alles bereit gemacht, meinen Kite gestartet und bin dann ins Wasser. Und los geht's! Falls es euch aufgefallen ist, hat sich auch die Ansicht ein bisschen geändert. Das liegt daran, dass ich in der Zwischenzeit einen Mouth Mount für die GoPro geholt habe. Das heißt, ich habe die GoPro eigentlich im Mund die ganze Zeit. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dafür kriegt man viel bessere Aufnahmen hin. Ja, und direkt beim ersten Mal rausfahren, habe ich das Board verloren. Und das war auch noch ziemlich weit draußen. Und nach etwa 15 Minuten Bodydragen bin ich einfach kein Stück näher gekommen an mein Board. Dann hatte ich aber richtig Glück, denn irgendein Ehrenmann ist extra angehalten und hat mir mein Board zugestoßen. Ich habe es geschafft, endlich mein Board wieder zu kriegen. Ja, das war auf jeden Fall richtig anstrengend, aber dafür war dann der Rest der Session umso besser. Obwohl eigentlich wirklich sehr viele Leute auf dem Wasser waren und man ständig ausweichen musste, mir ist das während dem Fahren eigentlich gar nicht so wirklich aufgefallen. Ich war so überwältigt von dieser Aussicht und diesem Sonnenuntergang. Und das Coole war halt auch, dass ich fast alle, die ich auf dieser Reise kennengelernt habe, wieder auf dem Wasser getroffen habe.
Ja, und dann kam auch noch der beste Moment in dieser Session. Dennis kam mir entgegen und ich wollte eigentlich ausweichen, doch er ist immer weiter auf mich zugefahren und dann gab es einfach mal so ein High Five. Ich bin noch nie so nah an einem anderen Kiter vorbeigekitet. Ja, und dann drehe ich meinen Kopf und denke mir so... Aber zum Glück konnte ich den Kite direkt wieder starten und weiterfahren. Hör auf mich zu verarschen, Alter. Ja, und auch in dieser Session wurde ich zum Teil unfreiwillig in die Luft katapultiert von den Wellen. Und es gab auch wieder die ein oder andere große Welle, bei der ich einfach nichts mehr machen konnte. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ja, aber ich habe es auch manchmal geschafft, über die Wellen zu springen oder von den Wellen abzuhauen. Und es war wirklich die schönste Session, die ich je hatte. Shoutout an dieser Stelle an das ganze High-Five-Team mit der Kite-Vermietung und der Unterkunft. Und vor allem an Dennis, dem das Ganze gehört, glaube ich. Richtig chilliger Dude und die Atmosphäre dort ist einfach unglaublich. Also, falls ihr mal nach Cape Town geht zum Kitesurfen, dann wisst ihr ja jetzt, wo es richtig nice ist. Ach ja, natürlich noch ein Gruß an alle, die ich auf dieser Reise kennengelernt habe. Es war echt eine unvergessliche Zeit. Und in dem Sinne, viel Spaß mit dem Rest des Videos und bis zum nächsten Mal. Peace!